Das merkt man so als alter Mann, muss ich mal wieder merken. Ich hörte gerade eben WDR 4 und löse Kreuzworträtsel. Was höre ich im WDR 4? Da höre ich, man hätte Prinz Wilhelm und Prinz Henry interviewt und dabei festgestellt, dass Prinz Henry Star Wars nicht kennt. Und dann zieht man ihn ins Lächerliche. Ich frage mich nur, wie blöd wird dieses deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk, oder wie doof, wie bescheuert, wie auffordernd zum Terror sind diese beeinflussende bürgerliche Tum. Was bedeutet es nämlich? Was bedeutet dieser Spruch? Gleichzeitig vor einer Woche hat die NATO beschlossen, den Kampf, praktisch den Robber-Star Wars zu beginnen, aufzurüsten und mit Sterne zu erobern. Da sagen die heute, wir kennen Star Wars nicht und ziehen das ins Weihnachtliche. Diese Killer-Erziehung, das ist ein Wahnsinn. Gleichzeitig beschließt die NATO, 1 Billion Rüstung aus dem Fenster zu schmeißen und die restliche Welt rüstet auch nochmal 1 Billion. Also 2 Billionen Euro verschwinden in das Morden im nächsten Jahr. Was können wir überhaupt noch dagegen tun? Womit hängt das Ganze zusammen? Es ist dieses kranke Denken des allgemeinen bürgerlichen Individuums. Dieses bürgerliche Individuum, das sich selbst vor 2000 Jahren durch Jesus ihre Ideologie erfand und erst im 19. Jahrhundert entstand, ist heute in der Endphase der Selbstzerstörung. Und das werde ich jetzt beweisen. Sie zerstören ihre eigene Nachbrut, sie zerstören ihre eigenen Kinder. Diese Gesellschaft muss endlich mal gekämpft werden. Wir können nicht nur wegschauen. Wenn wir jetzt heute auf die Presse lesen über Kindesmissbrauch, so geht es immer weiter. Wie ist jetzt die Wirklichkeit? Nochmal wieder zurück. Was sagt die öffentliche neopositivistische Theorie zur Entstehung des Individuums? Jeder Kapitalist muss ein Individuum werden. Wir haben aber nur noch weltweit vielleicht 10% Individuen. 90% werden als Arbeiter, Angestellte oder Beamte, abhängige Arbeiter ausgebeutet. Also gibt es nur 10% Individuum. Dabei fühlen sich alle als Individuum. Sie suchen ihre Gier im Geld, ihre Befriedigung im Geld und zerstören ihre eigene Beziehungsfähigkeit zu anderen Menschen. Denn diese Beziehungsfähigkeit, der ganze Griff Beziehungs- und Kommunikation, schließt Sexualität mit ein. Und Sexualität ist eigentlich dazu da, um uns weiterzuentwickeln, um Kinder zu bekommen. Jetzt hatten die Amerikaner gesagt, nee, Sexualität ist gleich Gender, gleich Geschlecht. Und du kannst ja in der Rollentheorie der verblödeten Amerikaner, kannst du ja alles sein. Du kannst Vergewaltiger sein, du kannst Millionär sein, alles in einer gleichen Rolle. Ehemann, Vater, dein Kind schlagender Vater, also Schläger. Du kannst Rennfahrer sein, du kannst alles sein. Idiot sind die meisten sowieso. Und so geht es immer weiter. Diese Theorie ist einfach nur bürgerlich dumm. Denn wir sind nicht. Wir haben nur eine Rolle, um uns weiterzuentwickeln. Wir sind stammesgeschichtlich von der übrigen Natur abgespalten, da wir unser Großhirn so weit entwickelt haben, dass wir vorausdenken können, was kein Tier kann. Und dieses Vorausdenken ermöglicht uns, unser Leben zu planen. Das ist das Individuum, ja, aber wir sind nicht nur Individuum. Die meisten Menschen weltweit leben immer noch in der Gruppe. Sonst würden sie gar nicht überleben. Denn der Kapitalismus hat es in seiner 2000 oder 5000, 2000 ist eigentlich der Kapitalismus richtig da, seit Jesus, nicht geschafft, ohne Terror und Gewalt das zwischenmenschliche Leben zu regeln. Deswegen werden auch die Fluchtraten immer höher. Es geht immer weiter. Nochmal zurück zum Gender-Schwachsinnismus. Es ist ein totaler Unsinn. Es hat nichts mit Befreiung zu tun. Als man die Homosexualität und das Lesbidertum anerkannte, erkannte man nur an, dass es diese Auswirkungen gab. Aber dass diese Auswirkungen
ja nicht zur Weiterentwicklung eines Volkes gehören. Das liegt doch jedem selbst auf der Hand, da braucht man noch nicht über diskutieren. Und dass es keine Diskriminierung ist, wenn ich das behaupte. Oder wollt ihr darüber diskutieren? Wollt ihr darüber diskutieren, dass alle jetzt unsere ganzen Politiker nur schwul und lesbisch sein dürfen? Ist das der Schwachsinnsfeminismus der Deutschen? Das ist eine Mordtheorie. Damit liefert ihr unseren Kindern den massenvergewaltigten Frauen und Männern aus. Die schlagen ihre Kinder und missbrauchen sie. Das lesen wir in den Zeitungen. Und das ist die Endphase dieser Weiterentwicklung. Und die ist jetzt erst in 2019 rausgekommen. Sie war immer schon da. Sie ist überall. Sie ist die Endphase des sogenannten bürgerlichen Individuums, der unfähig ist, zu kommunizieren oder sich sexuell befriedigend zu zeigen, weil er total entfremdet ist. Es gibt keine sexuelle Befriedigung im Kapitalismus. Im Kapitalismus gibt es nur zwischenmenschliche Gewalt. So sind auch alle Pornofilme nur so, wie die Gesellschaft selbst ist. Frauen diskriminierend, Frauen Gewalt anwendend und das Interessante ist noch, die Männer stellen dann noch dar, wie die Frauen ihre Lustgefühle haben, wenn die Männer Gewalt anwenden. So wenden auch Männer Gewalt bei Tieren an, da gucken sie nur mal bei Thor. Man sagt natürlich, sagen alle dunkel, oder wie heißt es, dark, also die religiöse Fernsehen, religiöses Scheiß wieder. Es gibt kein Darknet. Das ist auch es gibt auch genau wie das kein Böses gibt, ihr Schwachköpfe draußen. Es gibt Tor. Und Tor wurde damals erfunden, oder überhaupt andere Browser hat man erfunden, damit man in den Ländern, in den meisten Ländern, wie zum Beispiel die von Idioten regiert werden, so wie Russland oder Türkei oder auch zunehmend die USA, sich miteinander kommunizieren, wenigstens noch politisch miteinander können. Uns unterhalten können über Themen, wie die Regierung sämtlichen Widerstand erstickt. Und das ist ja zunehmend. Deswegen wird auch so viel gerüstet, 2 Billionen. Ich sehe keinen Grund, es gibt keine Diskussion in dieser Gesellschaft über die Rüstung. Es wird über schwarze Null geredet, über ein paar Groschen werden diskutiert. Aber es wird nicht über die 2 Billionen Rüstung diskutiert. Es wird die Rüstung einfach verdoppelt, es wird aber nicht diskutiert. Sie wird rausgeschmissen und sie wird als Notwendigkeit des Kapitalismus anerkannt. Ohne Rüstung, ohne Militär, ohne Polizei kann sich diese Gewaltgesellschaft nicht aufrechterhalten. Sie muss uns terrorisieren und sie geht immer weiter. Die Türken haben schon 2 Flugzeuge und fliegen um die ganze Welt, um ihre sogenannten Widerstandsleute auszuspüren und nach der Türkei zu erführen. Interessant ist das nur, dass diese Leute auch mit dem Theismus des Islam sympathisiert haben und dass dieser Anführer, der in Ohio lebt, ein Freund von Erdogan war. Dass also dieser Schwachkopf Erdogan, dieser Verrückte, der eigentlich in die Psychiatrie gehört, ein Land, eine Welt terrorisiert, ein ganzes nächstes Volk versucht umzubringen. Das ist diese Gesellschaft, in der wir leben. Und diese Gesellschaft bringt die Männer, die immer noch, wenn sie jung sind, diesen sexuellen Trieb haben. Und viele wissen eben nicht, wie onaniert wird. Deswegen versuchen sie Frauen zu vergewaltigen. Oder in Kriegen wird es immer mehr, dass man andere Frauen vergewaltigt, damit man noch was hinterlässt. Vom fremden Volk, vom Feind, überhaupt der Feindbegriff. Wer ist denn Feind? Feind ist der nicht ausgebeutet wird oder wie? Gibt überhaupt keinen Feind. Feind ist der von oben bestimmt wird. Feind ist, was die Religion sagt, was der Priester sagt und der Herr sagt. Das ist der Feind. Sonst gibt es keinen Feind. Dein Nachbar ist nicht dein Feind. Das haben wir doch gesehen, wieder in Jugoslawien. Wir sehen es überall. Wir sehen es heute bei den Rohingyas. Wir sehen es in Syrien, wie es vertuscht wird, wie das einzige Volk der Kurden, das seine Frauen achtet, das nicht vergewaltigt, systematisch vernichtet wird. Das ist unsere Gesellschaft. Wann stoppen wir endlich diese
Das ist ja eine terroristische Gewalt. Ja, sie ist ja nicht, terroristische Gewalt heißt ja nur, sie ist nicht durchschaubar. Es ist natürlich eine bürgerliche Gewalt. Es ist eine Gewalt, die man schon durchschauen kann, wenn man sich intensiv damit befasst, wenn man die Strukturen aufdeckt. Nur sie werden jeden Tag durch Massenpropaganda der Massenmedien ins Gegenteil verkehrt. Da wird Star Wars zum Kinderthema erhoben und die Vernichtung des der Angriff auf überhaupt diese Idee, den Weltall, andere Planeten besetzen zu wollen und auszubeuten, ist doch schon pervers. Weil die Unmöglichkeit eigentlich in den letzten 50 Jahren schon bewiesen ist. Dieser Kapitalismus schafft es doch nicht mal, Autos zu bauen, die keine CO2 ausstoßen. Glauben Sie, dass die sogar zum Mond fliegen können? Die sind noch viel zu dumm und viel zu primitiv. Dieser Kapitalismus jetzt, der nur noch auf Profit ausgerichtet ist völlig unfähig in der Entwicklung. Er schafft gar nichts. Er würde nicht mal eine Waffe heute entdecken, wenn wir sie nicht schon hätten. Dafür sind die viel zu blöd. Die schaffen wir nicht mal, einen Bahnhof fertig zu bauen in Stuttgart oder einen Flugplatz in Berlin. Die schaffen gar nichts. Sie sind ein Volk, das nur niedergeht, und nächstes Jahr in Deutschland werden sie eins produzieren, massenhaft Arbeitslose, die heute noch 15 oder 20 Euro die Stunden verdienen, und denen werden dann Jobs angeboten für 7, 8 Euro. Ja, vielleicht haben wir dann noch 12. Das werden wir dann wohl müssen. Das ist die Zukunft, Leute. Freut euch auf den Kapitalismus, freut euch auf die Armut, die immer mehr zunimmt. Und die Reichen bekommen das Geld so überwiesen, alleine durch den Profit, der immer mehr ansteigt. Der Lohn für uns Arbeitnehmer wird immer mehr zum kleinen Kostenfaktor. Er wird immer weniger. Er ist gar nicht mehr in vielen Kalkulationen weltweit enthalten. Da geht es nur noch um Anschaffung von Maschinen, die stärker ins Buch schlagen, von neuen Fabriken. Denn billige Arbeitskräfte gibt es auf der ganzen Welt genug. Das ist das bürgerliche Individuum. Und das ist auch keine Pädophilie. Denn Pädophilie tut so, als wäre eine Erziehungssache. Das ist auch falsch, auch eine bürgerliche Erklärung. Genau wie Pazifismus Schwachsinn ist. Das ist eine religiöse Erklärung. Diese Gesellschaft hat die Gewalt inhärent. Deswegen gibt es keinen Pazifismus. Und es gibt auch keine Pädophilie, weil die Gewalt über die Kinder, die so schwach sind, und die Gewalt über Frauen, die ist inhärent, die ist jeden Tag vorhanden. Die Gewalt gegen andere, gegen Fremde, ist ständig da. Das ist das bürgerliche Individuum, zu dem alle erzogen werden sollen. Das Ideal des unseres Lebens, das Ideal der Menschheit. Wenn ihr was verstanden habt, ich hoffe es, dann sage ich mal, vielleicht komme ich was zu Weihnachten nochmal, aber dieses Thema fand ich mal so interessant, wie das alles auf dem Kopf steht. Dass man das überhaupt noch, ich weiß nicht, ob ihr mich verstanden habt, wenn die schon öffentlich im Radio und Fernsehen für Star Wars Werbung betreiben. Also dafür sich selbst praktisch der Vernichtung preiszugeben. So, jetzt reicht's. Okay, ciao.